Happy Quality, es ist wieder World Quality Week und da wollen wir Softwarequalität wieder mal so richtig abfeiern. Drum gibt es in dieser Woche wieder jeden Tag eine Spezialfolge zum Thema Testen, Qualität und was sonst noch dazu gehört. Also lasst uns Software besser machen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe hier eine Folge von den Software Quality Days 2024 aus Wien. Bei mir zu Gast waren Hermann Friebel und Joshua Klaassen, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, wie man Daten und Datenprozesse testen kann, welche Konzepte dafür zur Verfügung stehen und was man bei diesen Tests beachten muss. Viel Spaß bei der Folge! Hallo Hermann, hallo Joshua, schön, dass ihr da seid. Hallo Richie, danke, dass du uns hast. Ja, Vielen Dank. Wir sind ja hier auf den Software Quality Days, Tag 2, der Nachmittag, es geht schon rein. Habt ihr euren Vortrag schon gehabt oder kommt der noch? Den haben wir schon gehalten. Der habe ich schon gehabt, das heißt, der tiefenentspannt jetzt hier bei mir im Podcast, das ist ja toll. Ja, ich habe mir ja so im Vorfeld ein bisschen Speaker und Themen durchgesehen, habe gesagt, wer könnte passen für den Podcast, interessantes Thema. Und bin ich bei eurem hängen geblieben, weil ihr das Thema Daten habt und Testdaten und Datenqualität. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja immer so ein Pain in Projekten. Dann lass uns mal drüber ein bisschen plaudern, was es da eigentlich gibt. Ne? Und so sind wir jetzt heute hier. Ja, genau. Ja. Und da starte ich gleich mal rein. Was ist denn so aus eurer Sicht so, das sind ja so typische Probleme, die man so mit Daten hat, wo ihr sagt, okay, das taucht immer wieder auf. Ja, weil das Problem ist, na gut, du hast ja Datenfehler, das taucht oft viel zu spät auf. Du möchtest eigentlich, wenn Datenverarbeitungsprozessen das sofort eigentlich auch schon während der Entwicklung am besten testen. Problem ist aber, auf die Daten technisch kann die IT-Abteilung, die Mitarbeiter super zugreifen, aber die haben halt nicht das Business-Know-how, dass sie da Datenfehler erkennen können. Mhm. Und dann läuft es praktisch halt ziemlich umständlich. Das heißt, die Fachabteilung denkt sich also Einzeltestfälle aus, dafür kriegen sie dann die Daten und müssen das überprüfen. Mhm. Besser wäre aber, man könnte systematisch irgendwie Sollergebnisse erzeugen und die dann komplett mit den Ist-Ergebnissen vergleichen. Und zwar so, dass möglichst alle Fälle abgedeckt sind. Mhm. Ja? Mhm. Das wird in der Praxis noch nicht richtig erreicht. Warum? Weil es da kein passendes Tooling gibt. Mhm. Ja, da haben wir eine Methode und ja gut, haben wir dann auch in ein Tool gegossen, aber vielleicht mal zur Methode, dass eben die Fachabteilung definiert ja fachliche Regeln. Das muss sie ja sowieso machen, wie die Daten abgebildet werden. Ja. Da braucht man jetzt eine Methode, wie man sozusagen dafür auch die Testergebnisse möglichst einfach bekommt, weil man möchte jetzt nicht eine große Implementierung anfangen. Und da gibt es Methodiken dafür. Und dann kannst du hergehen, kannst praktisch meinetwegen sogar auf dem Produktionsbestand dann diese automatische Solldatengenerierung anwenden, kannst den ganzen Produktionsdatenbestand prüfen. Mhm. Was wir aber da festgestellt haben in der Praxis, das deckt dann oftmals nur 70% der Fälle ab. Mhm. Okay. Also du kriegst diese Abdeckung ja auch mit, weil du ja für die ganzen Fallunterscheidungen auch weißt, ob du da Daten hast dafür. Mhm. Und wenn du ein Testdatenset baust, dann baust du ja nicht vielleicht eins mit 100 Millionen Datensätzen, wo die meisten immer gleich sind, sondern möglichst diese ganz verschiedenen Konstellationen. Mhm. Ja. Dann kannst du da aus der Produktion anonymisiert natürlich die nehmen die 70% und dann musst du die noch anreichern um die 30% und dann hast du eine ziemlich weitreichende Abdeckung. Ja. Das heißt, die 30 sind dann generierte, die ich dann zum Beispiel in Richtung Grenzwerte oder so führe oder Richtung Edge Cases oder... Dadurch, dass du bei der Methode der Solldatengenerierung Fälle unterscheidest, also allein schon durch die fachliche Logik, bilden sich auf ganz natürliche Art und Weise Äquivalenzklassen. Und dafür für eine Fallunterscheidung, meinetwegen du hast dann noch den Fall und das Alter ist größer 90 und du hast keine, der älter als 90 ist, dann gibt es da nichts dafür. Folglich weißt du nicht, ob dein Prüfling, wenn das eine relevante Unterscheidung ist,
da auch funktioniert. Ja. Wenn dann in der Praxis später einer kommt, dann läuft der halt dann schief, wenn er schief läuft. Das konnte ich vorher nicht testen, wenn ich nur die Produktionsdaten nehme oder nur die Fälle, die da vorkommen. Und es wird sehr pragmatisch umgegangen beim Test, also sehr einfach momentan, weil eben in dem Fachbereich halt die IT-Skills nicht da sind. Da braucht man halt dann ein Tooling, dass man einen Fachbereich auch näher an die Daten ranbringt. Das hat mehrere Vorteile. Das eine ist, ich kann die Datenqualität besser sichern, aber auch dadurch, dass der Fachbereich halt die Daten besser kennt, auch die Weiterentwicklung der Datenprozesse. Ja. Und der IT- und Fachbereich sind dann auch mehr auf einer Wellenlänge, haben aber auch ganz klar so eine Schnittstelle, die aber nicht so trennend ist, wie das heute ist, sondern wo sie dann wirklich gemeinsam kollaborieren, idealerweise zusammen zum Beispiel auch so einen Datenvergleich mit Sammeltoleranzen und so weiter generieren. Das heißt, nicht irgendwo so ein Dokument, da steht dann, was die IT hat jetzt auch den Test umgesetzt, hat und sich auch wieder einen Fehler gemacht, sondern ich kann am Objekt Datenvergleich, wo der definiert ist, den kann der Fachbereich auch verstehen. Ja? Das darf halt nicht technisch ausgedrückt sein, es muss in irgendeiner Form visualisiert sein. Und das kann man, weil das sind einfach Standard-Patterns, die man da immer hat beim Datentesten. Der Test heißt immer, ich muss ein Soll mit einem Ist vergleichen. Natürlich gibt es da unterschiedliche Arten. Das meiste, was vorkommt, ist tabellarische Daten. Ne? Und das kannst du in jede Form in tabellarische Daten transformieren. Man kann aber auch sagen, man vergleicht einfach XML-Dateien oder JSON-Dateien. Ne? Und das kann man halt in den Form bringen, dass man mit Low-Code-Komponenten sowas auch viel einfacher, schneller macht, weil das sind ja Dinge, die kommen immer wieder vor. Und unsere Erfahrung bei Kunden ist, also wir haben sehr große Bankkunden, die haben halt viele Abteilungen und die erfinden alle das Rad neu. Die machen dann alle selber irgendeinen Vergleich, machen selber irgendwie einen CSV über Reader und über Prüfer noch und also einmal schon die Redundanz und dass ich es überhaupt machen muss, weil das ist eigentlich, Textverarbeitung macht sich auch keiner selber. Ja. Und das wird genau. so oft gebraucht, dass man sich wundern muss, dass es sowas noch nicht gibt. Ja. Und das haben wir uns schon lange gefragt und wir haben auch mit einem anderen Produkt uns dem schon angenähert. Also diese Methodik hatten wir da schon entwickelt, aber es hat noch gefehlt, dass das Ganze einfach visualisiert wird, sodass man dann auch viele Dinge mit wenigen Klicks machen kann, aber trotzdem halt die Freiheit hat, wenn es komplexer ist, diesen komplexen Fällen auch gerecht zu werden, ohne dann immer gleich in die tiefe Programmiertasche zu greifen. Ich glaube, das ist ja einer der großen Punkte, die also die Schwierigkeit sind. Ne? Wir haben ja auf der Technik ganz viel miteinander verknüpfte Datentabellen, die ja jetzt nicht unbedingt das Business abdecken, ne? Also das darstellen, sondern das ist halt die technische Umsetzung, ne? Und diese Aufbereitung fürs Business, um das auch besser zu verstehen und zu handeln. Ich glaube, da steckt ja viel Energie dann auch drinnen, ne? Also oder viel Power, damit der Fachmann einfach auch die Daten so sieht, wie er sie verstehen kann. Ne? Genau. Also du musst ja auch überlegen, was testest du wie. Es gibt ja durchaus Bereiche, also wenn du jetzt eine technische Transformation hast, das kann dann auch die IT testen in Verantwortung, weil sie das auch wirklich ja alles sicher weiß, was da passiert. Aber wenn es eine Fachlogik ist, das kann eigentlich nur der Fachbereich richtig testen. Und interessanterweise stellt man da bei solchen Tests auch fest, dann hat man Abweichungen und dann kommt die Fachabteilung und sagt, okay, stellen wir fest, also das ist zwar jetzt eine Abweichung, das ist falsch, aber das ist eigentlich auch falsch, wenn Sie genauer drüber überlegen. Okay. Und dann werden die Regeln dann wieder verfeinert, weil das ist ja auch ein Fehler. Ja. Ich meine, die Implementierung kann entsprechend der Spezifikation richtig sein, aber wenn die Spezifikation nicht richtig ist, dann möchtest du auch Qualität reinbringen. Und wenn du da halt frühzeitig die Möglichkeit hast, dass die Fachabteilung Ergebnisse sehen kann, was denn die definierte Logik denn jetzt für Ergebnisse liefert, dann können Sie sofort sehen, oh nee, das kann nicht sein in dem Fall, da habe ich ja Fallunterscheidung vergessen. Und ansonsten läuft es halt durch und
wird erst spät entdeckt. Und je später was entdeckt wird, umso mehr Aufwand produziert es. Mir fallen da gerade ganz viele auch von Systemen, die ich so bei meinen Versicherungskunden zum Teil auch gesehen habe, die ja sehr komplex sind, wo einfach dann, da gibt es dann halt Fälle, an die keiner mehr denkt oder so. Ne? Und die tauchen dann in solchen Datenkonstellationen auf, ne? Aber sind vielleicht gar nicht so spezifiziert worden. Ne? Und in dem Moment kann man sie damit natürlich dann auch prüfen bzw. korrigieren und über die Regeln auch dann quasi richtig machen. Ne? Genau, und wir haben festgestellt, wenn wir dann mit dieser Methode gekommen sind, da ist ein System, das ist schon ewig in Produktion, dann gibt es vielleicht doch größere Probleme, sagt man, möchte man systematisch testen, da haben wir noch viele andere Abweichungen festgestellt. Sind oft nicht viele Fälle dann, deswegen sind sie auch noch unentdeckt geblieben, aber da kriegt man die halt dann auch, also man kriegt eine deutlich bessere Testqualität hin. Und der andere Vorteil der Methodik ist, wenn du halt manuell das machen würdest, also mit manuellen Testfällen, und machst das gediegen, dass du für all die Fälle einzelne Fälle kreierst, der Aufwand ist letztendlich mindestens so hoch. Die Testqualität ist aber schlechter. Also du kriegst gar nicht so viele Fälle hin, da hast du schon die Zeit verbraucht, in der du mit unserer Methodik da die Ergebnisse generiert hättest. Du hast jetzt vorher den Begriff der Datenprozesse gebracht. Was bedeutet denn das? Weil das ist jetzt ein Begriff, den kenne ich aus dem Testen wenig. Was steckt da für dich drin? Ja, ich unterscheide zwischen Daten und Datenprozessen. Daten sind Daten, die ich einfach bekomme. Ich kriege von irgendjemandem Kundendaten, die kann ich eigentlich nur der Datenqualitätsprüfen. Ja? Also es sollen lebende Personen sein, Geburtsdatum 1810. Dann sagt man, das ist unwahrscheinlich, dass der noch lebt. Das kann irgendwie nicht stimmen. Ja. Wenn ich aber, sagen wir mal so, man hat ja im Unternehmen Datenverarbeitungen, da habe ich ja die fachliche Spezifikation, wie die Daten transformiert werden sollen. Ich habe konkrete Inputdaten und dann kann ich ja sagen, sind meine Outputdaten entsprechend der fachlichen Spezifikation auch produziert worden. Das ist ja die Fragestellung. Deswegen testet man ja. Und das ist sozusagen das Testen von Datenprozessen. Datenqualität ist eigentlich auch irgendwo ein Datenprozess. Da hat ein User irgendwo was eingegeben oder die Daten kommen halt, aber mir ist halt nicht bekannt, wie genau die Abbildungsvorschrift ist und was die Inputdaten waren. Ne? Und das folglich kann ich da halt nicht so gut testen. Also beim anderen kann ich ganz klar ein Soll bilden und das vergleichen. Dann kann ich sagen, das ist richtig oder nicht richtig. Zumindest gehen wir immer in Bezug auf eine Spezifikation. Es kann nicht immer noch sein, dass die Spezifikation nicht richtig ist. Wie sieht denn das in dem Umfeld aus? Also viele Unternehmen haben ja natürlich auch mehrere Systeme, eine sehr heterogene Landschaft, ne, die mit unterschiedlichsten Daten arbeitet. Ist das was ihr da auch mit betrachtet oder ist ein Fokus eher auf ein System quasi? Genau, also das ist eine große Stärke, die wir da, oder beziehungsweise das haben wir in der Vergangenheit oft festgestellt, dass es eben nicht nur ein Inputsystem gibt, sondern es gibt ganz viele, die müssen irgendwie harmonisiert werden, diese Daten, die müssen an eine zentrale Schnittstelle geliefert werden. Zum Beispiel eine Geldwäscheprüfung oder sowas muss auf irgendwelche Transaktionsdaten gemacht werden. Und dazu muss man die Inputdaten aus den verschiedenen Liefersystemen zusammenbringen und an diese Schnittstelle liefern. Und diesen Prozess können wir testen mit unseren Prinzipien besonders gut. Genau. Wenn ich so an Automatisierung denke oder an so Prüfungen, ne, da ist es also eine Grundregel ist ja immer, dass man das System nicht nachimplementieren soll mit also die Logik des Systems, ne, dass man dann quasi, weil das auch sehr fehleranfällig ist, ne, wenn ich jetzt wilde Berechnungen irgendwo nachbaue in einer Prüfung, um dann den Abgleich zu machen, wie löst ihr das auf? Naja, da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Genau. Also sehr oft sind diese Mappings umfangreich, aber nicht komplex in dem Sinne, dass da eine hyperkomplexe mathematische Rechnung abläuft, sondern es sind einfach nur Fallunterscheidungen. Wenn das so ist, dann dies und dann Unterfallunterscheidung und dann kommt ein X raus, ansonsten kommt ein Y raus und so weiter. Und das kann man sehr wohl effizient abbilden, weil das wirklich 1:1 ist und da macht das auch Sinn. Habe ich jetzt was ganz Komplexes, eine Monte Carlo Simulation, dann werde ich mir irgendwo einmal
verifizierte Sollergebnisse irgendwo holen, meistens aus einer anderen Monte-Carlo-Simulation und vergleiche das dann für die konkreten Fälle und habe noch ein gewisses Epsilon-Abweichung. Ja? Also man muss da natürlich adäquat rangehen. Aber für die Masse, wenn man jetzt sagt, in so typischen Unternehmen, diese ganzen Business-Abbildungen, die kann man wirklich sehr, sehr gut testen. Ja? Weil man einfach diese Logik abbilden kann und was man ja nicht macht, ist eine Doppelimplementierung, weil ich brauche mich nicht um Performance kümmern, ich brauche auch sonstige Nebenbedingungen sind egal, das mache ich eben mit unserer Methode in diesem System, da muss ich nur ein paar kleine SQL-Expressions im Maximalfall machen und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man das machen kann. Wichtig ist, dass es unabhängig von der Implementierung passiert. Ja? Und die Implementierung macht viel und wir haben das in der Praxis, die Erfahrung ist, wir haben unser Testergebnis sehr schnell. Wenn wir da einen Tag was machen, dann ist die Implementierung mit mehr Leuten eine Woche oder 2 beschäftigt. Also kann man nicht von einer Doppelimplementierung sprechen, ist aber auch nicht, dass wir jetzt dann ganz, ganz viel mehr machen, sondern wir müssen ganz viel nicht machen. Was Genau. Also wichtig ist zu verstehen, wir bauen nicht das ganze System nach. Wir nutzen die Spezifikation und machen ganz nah an der Spezifikation, bauen wir die Abbildungsvorschrift nach. Beziehungsweise nicht nur ganz nah an der Spezifikation, direkt mit der Spezifikation bilden wir die Abbildungsvorschrift nach und dann geht es auch nur darum. Es geht nicht darum, wann genau was abzulaufen hat, sondern wir testen einfach nur das Mapping sozusagen. Ah ja, verstehe. Und nicht die Performance oder irgendwas. Und damit ist es keine Doppelimplementierung, weil wirklich einfach nur auf die Logik fokussiert wird. Ja, aber man hat trotzdem einen vollständigen Test für alle Daten, weil man hat 10 Millionen Datensätze und hat für alle 10 Millionen Datensätze ein generiertes Sollergebnis, das man dann gegen das Ist-Ergebnis halten kann und hat dann vollständig getestet. Jede Zeile, jede Spalte. Genau, aber in der Praxis wird man nicht immer gegen den vollen Bestand testen. Das ist dann etwas, was man nochmal zur QS des Produktionsbestands machen kann. Man baut sich da ein Testset, weil man möchte auch, dass es dann möglichst schnell durchläuft. Ja. Und es reicht ja, alle Fallkonstellationen einen Vertreter davon zu haben. Dafür hat man dieses Äquivalenzklassenprinzip, was sich bei uns auf natürliche Art und Weise ergibt. Ja. Du hast vorher gesagt, im Nebensatz habe ich das mit rausgehört, dass ja von der Methodik her auch da häufig dass da auch Toleranzen vorkommen. Ne? Das ist, hast du da ein Beispiel, wo man sowas braucht? Also für mich ist so ein Datenvergleich, denke ich mal, das ist. Ja, du hast zum Beispiel in einem Handelssystem bei Banken hast du Cashflows, die werden generiert. Jetzt schrauben die so ein bisschen im Algorithmus. Okay. Und dann kann es sein, dass sowas um 1-2 Cent abweicht plötzlich. Aber das ist egal. Ja? Dann gibt es dann eben Schwellen, die werden dann gesagt, okay, das ist dann trotzdem richtig, weil die ja dann mit theoretischen Werten arbeiten, die werden nach einer Methodik und dann wird die Methodik ein bisschen geändert und es sind halt auch numerische Eigenschaften, die dazu führen, je nachdem, wie ich die Rechenoperation anwende, im Prinzip theoretisch die gleiche Rechnung, es kommt aber trotzdem was anderes raus und da können sich eben so Fehler hochschaukeln, eben in einem Bereich, wo ich es dann noch sehe, aber wo ich sage, okay, da bin ich noch zufrieden. Oder bei Textfeldern können das auch Groß-Kleinschreibung ist mir egal sein. Ja. Das kann auch eine Toleranz sein. Ja, klar, das ist natürlich auch, das kann natürlich auch sein, ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe an Statistik gedacht, ne, dass da irgendwo. Genau. Jetzt gibt es ja noch andere Daten auch noch, also nicht nur textuelle Daten, sondern auch in Richtung Grafiken oder solche, so Binärdaten oder sowas. Ist das auch ein Thema, das ihr damit abdeckt? In unserer Umgebung so per se nicht. Aber es ist was Einfaches eigentlich, 2 Binärdateien zu vergleichen. Also wenn wir so eine Funktionalität bräuchten, hätten wir die relativ schnell. Wenn du natürlich wissen willst, ob 2 Bilder ähnlich sind oder was die Differenz zwischen 2 Bildern ist, na gut, da fehlt mir ein bisschen jetzt der Anwendungsfall. Da könnte man sich natürlich Metriken überlegen, aber ich glaube, das ist theoretischer Natur, das spielt jetzt in unserer Businesswelt nicht die Rolle. Also da gibt es sicherlich einen Anwendungsfall, aber wir sind eher in der, also wir kommen ja ursprünglich aus der Finanzwelt. Und da hat man einfach die Probleme jetzt so noch nicht. Wir kümmern uns eher um numerische Wertung. Jetzt ist es ja so, ihr macht ja diese
dieses Mapping dann auch, ne, was zu überregeln ist und wahrscheinlich dann auch so eine gewisse Grundlogik ja auch drinnen sein kann, um diese Spezifikation nachzubauen. Das ist ja dann vielleicht auch schon der Gedanke da oder die Überlegung, das auch mit als Teil der Spezifikation zu machen. Ist das ein Fall, wo wir denken, ja, dann kann ich ja gleich vielleicht versuchen, auch in diesen Regeln ein bisschen mehr zu denken? Ganz genau richtig erkannt. Also wir haben das auch in der Vergangenheit in Projekten so gemacht, dass dieses Regelwerk, das wir da aufgestellt haben, tatsächlich sogar die Fachfeinspezifikation ist. Also man hat eine Fachspezifikation, wo das ein bisschen im Text aufgeschrieben ist, was man in Prosa aufgeschrieben ist, was man haben möchte. Aber man hat zusätzlich die Fachfeinspezifikation, wo wirklich detailliert in diesen Regelwerken auch für einen Fachbereichsmitarbeiter, der jetzt nicht so ein tiefes technisches Verständnis hat, verständlich aufgeschrieben ist, wie jetzt da ein Mapping zum Beispiel zu funktionieren hat. Ja. Also da brauche ich gar kein technisches Verständnis, sondern nur ein Datenverständnis, ein natürliches Verständnis. Ja, verstehe. Ja. Also wenn Vorname und Nachname nicht leer sind, dann bitte Vorname und Nachname Komma separiert ausgeben. Wenn das nicht erfüllt ist, dann prüfe, ist der Vorname ausgefüllt, dann bitte nur den Vornamen ausgeben. Ist der Nachname ausgefüllt, nur den Nachnamen. Und in allen anderen Fällen dann DQ-Error ausgeben. So kann man sich so eine Regel vorstellen. Ja, und das verstehen die meisten. Das ist relativ simpel nachzuvollziehen, ne? Glaube ich auch. Ja. Genau. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich natürlich noch eine Killerfrage, die ich immer stellen muss. KI? Ja. Also denkt ihr in die Richtung oder merkt ihr, dass das gerade auch da bewegt, zur Generierung auch und zur Überprüfung vielleicht oder Dinge herauszufinden? Also KI ist ja momentan, wird sie gehypt, wie damals im Big Data Bereich. Gibt es viele Erwartungen dran oder auch Mythen darüber, und wer da technisch nicht so gut kennt, der kann das auch schlecht beurteilen. Es ist ja nicht so, dass die KI dann plötzlich alles von allein macht. Jetzt stellen wir uns mal vor, also wir wollen natürlich auch KI einsetzen, werden das auch tun. Aber was kann die KI machen? Die kann praktisch einen Vorschlag machen, wie mache ich das? Und wenn jetzt eine KI meinetwegen sagt, okay, ich schlage einen Test vor und generiert dann nur Code, dann muss ich ja, um das zu verifizieren, sagen, muss ich ja auch Code können. Also muss die KI das auch in einer anderen Form, also diese Visualisierung, die wir machen, die braucht man natürlich. Und dann kann auch jemand, der jetzt nicht Coding-Experte ist, sozusagen beurteilen und auch viel schneller beurteilen, ja, ob das ist, was er will, beziehungsweise sagen, okay, das ist schon fast, das ich will, und den Rest macht er dann zu Fuß, korrigiert oder sagt der KI nochmal, kannst du das und das nochmal abändern daran. Ja, dazu muss man natürlich Modelle entwickeln, aber man hat auch noch die Schwierigkeit, du kannst jetzt nicht dich zum Beispiel an OpenChatGPT in unserem Fall anschließen, weil das sensitive Daten sind von Unternehmen, die schieben das nicht ins Internet. Ja. Ja. Und auch von den Mengen, also genau, man braucht da, aber da ist die Entwicklung auch so, dass es da immer effizientere Large Language Models und auch andere Models gibt, mit denen man dann solche Dinge machen kann, bis hin zu, ja, ich kann eine Datenbank abfragen, ich sage einfach dem KI-System, was ich haben will, und dann kann das KI-System wegen des SQL generieren, und wir können zum Beispiel heute schon aus dem SQL eine visualisierte No-Code-Abfrage generieren. Ja? Und dann hast du wieder dein Feedback und du brauchst gar kein SQL können. Ja. Ja. Das ist dann grafisch schön als Raumschiff dargestellt, mit so Blöcken, die genau das SQL repräsentieren. Und da schaffen wir eben wieder das, was wir am Anfang geschafft haben, die Kollaboration zwischen Business und IT, dass auch das Business nachvollziehen kann, was diese Abfrage jetzt macht, weil das einfach visuell verständlich dargestellt ist. Und sonst hat man halt nur das SQL, da versteht man nicht so viel. Das ist dann denen überlassen, die auch mit SQL sich mal beschäftigt haben. Also die KI wird die Arbeit nicht überflüssig machen, aber viel effizienter, sodass ich dann in der Hälfte der Zeit oder noch weniger mein Ergebnis habe. Ja. Oder bei manchen Sachen sogar viel schneller. Wenn ich sage, ja, mach mir mal die Fallunterscheidungen in Intervallen so und so, dann schreibt die KI das ja 0, nichts hin. Ja, genau. Und das ist auch etwas, was eine KI kann. Wenn ich aber sage, so, hier ist mein System, teste mal. Das ist völlig unabhängig testet. Na gut, das ist, glaube ich, noch nicht in naher Zukunft. Ja. Zu KI noch eine Sache, nämlich die kann man ja nicht nur für den Fall einsetzen, wie Hermann jetzt beschrieben hat, dass
der einem Vorschläge fürs Testen macht, inhaltlich, sondern die KI kann ja auch als Co-Pilot sozusagen, wird ja auch teilweise schon genutzt, kann ja auch als Co-Pilot bei einem Tool helfen, dir Vorschläge zu machen, wie du dieses Tool jetzt zu verwenden hast. Oder du hast Fragen, wie funktioniert denn, ich möchte jetzt das und das, wie würdest du das am besten machen? Dann könnte dir die KI da eben Vorschläge geben. Ja, ich denke, da wird sie auch helfen. Und ich finde das ganz schön, dass ihr jetzt nochmal auf diesen Punkt gekommen seid, dass es ja auch da einfach darum geht, dieses Verständnis zu schaffen zwischen IT und Business. Ne? Also diese Wechsel, weil manchmal, ich höre das in Projekten manchmal, also der Fachmann, der soll sich halt einfach das SQL anschauen. Ne? Da kriegt er hier sein Tool und dann kann er doch da selber diese Abfragen machen oder so. Und die sitzen ja davor, was soll ich da? Also es ist natürlich ganz eine andere Welt. Ne? Und auch, es ist ja auch ein Transfer. Ne? Es ist ja das Business nicht 1:1 abgedeckt in der Technik. Ne? Wobei man da sagen muss, der Fachmann versteht das nicht, das wird immer weniger wahr. Also immer mehr Leute, gerade die zwischen Business und IT arbeiten, die Business-Analysten, die können immer besser, also es gibt immer mehr Leute, die auch wirklich gut in SQL sind, aber selbst die, wenn die es visuell dargestellt kriegen, jeder Mensch, auch der härteste ITler kann, wenn die Visualisierung gut ist, damit besser arbeiten, als wenn es einfach nur Code ist. Ja, genau. Außerdem, da gibt es ja auch ganz klare Gründe, warum. Bei SQL ist ziemlich lang zu tippen und mit Tools kriegst du es viel schneller hin. Angenommen, du möchtest, von 100 Spalten nur 99, dann geht das in SQL nur so, dass du die 99 angibst. Ne? Ja, genau. Also, da kann man auch viel Text schreiben. In der GUI klickst du nur die eine Spalte weg und fertig. Ja, genau. Ja, super. Ich danke euch herzlich für diesen Einblick so in die Welt der Datenqualität und der Datenprozesse. Fand das sehr spannend, da mal auch mit reinzutauchen, zu schauen, was da gerade so möglich geht. Ich wünsche euch noch eine tolle Restkonferenz heute. Der Nachmittag klingt ja aus. Ne? Danke dir. Und dann eine gute Heimreise. Danke sehr. Dankeschön, Danke, Richie. Ne? Vielen Dank für die Möglichkeit Ja. und alles Gute. Danke ebenso. Ne?